Antes de assistir ao vídeo, que tal se inscrever no canal da TV Mundo Maior? Clique no botão inscrever-se aqui embaixo e receba o melhor conteúdo espírita. Ja, einen schönen guten Abend und hallo, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen zu unserer heutigen Veranstaltung. Der Titel dieser Studie heißt Geister behaupten, dass es keine Wunder gibt. Nach dem Buch Die Genesis von Allan Kardec. Und mit mir dabei darf ich begrüßen die Daniela. Hallo zusammen. Dann die Hanne. Hallo und guten Abend zusammen. Und den Lukas. Hallo allerseits. Ja, und mein Name ist Ingo Meyer und wir sind alle Mitglied im spiritistischen Verein Weg der Nächstenliebe hier in München. Ja, und wie zu jeder Studie beginnen wir mit einem Anfangsgebet. Liebe Hanne, ich möchte dich dazu bitten. Gerne. Wer möchte, schließt die Augen. Wir atmen tief ein und wieder aus. Wieder tief ein und wieder aus. Wir wissen, auch wenn wir alle online sind, wenn mehrere zusammen beten, ist Jesus immer bei uns. Wir erheben die Gedanken zu Gott. Lieber Gott, wir danken dir, dass es uns einfach so gut geht. Wir danken dir für alle guten Gaben, die du uns gibst, für das Alltägliche, wie eine Heizung, wie eine Kleidung, dafür danken wir dir. Wir danken dir auch für deine unendliche Liebe, die du immer uns schenkst. Und wir bitten dich auch, lass uns heute eine gute Studie haben. Und auch die Leute, die verzweifelt sind, bitte unterstütze sie. Gib ihnen Hoffnung und Frieden und Freude. Lieber Gott, segne uns alle, unsere ganze Gruppen und die ganzen Leute, die diesen Vortrag sehen. Amen. Ja, vielen Dank, liebe Hanne. Gerne. Und damit beginnen wir auch. Also wir haben Vortragsfolien vorbereitet, wo wir den Inhalt aufgeteilt haben und wir werden zwischendurch dann darüber diskutieren. Ja, das Thema, die Geister behaupten, dass es keine Wunder gibt. Nach dem Buch Die Genesis von Allan Kardec. Die Inhalte sind aufgeteilt in die 4 Themenblöcke Merkmale der Wunder, dann die Fluide, denn das Verständnis für die spirituellen Phänomene, das beinhaltet einfach, dass man die Grundsätze über die Fluide kennt. Ja, und dann reden wir über einige ausgewählte Phänomene, die für übernatürlich gehalten werden. Und ganz zuletzt gehen wir auch kurz auf die Wunder im Evangelium ein. Beginnen möchte ich mit den Merkmalen der Wunder. Ja, das Wort Wunder oder Mirakel kommt aus dem Lateinischen von mirari, bewundern, bedeutet etymologisch bewundernswert, etwas Außergewöhnliches, etwas Überraschendes. Umgangssprachlich ein Ereignis, dessen Zustandekommen man sich nicht erklären kann. Etwas Übernatürliches, das den Gesetzmäßigkeiten von Natur und Geschichte widerspricht. Ein Akt göttlicher Macht im Widerspruch zu den Naturgesetzen. So jedenfalls, wenn wir ins Evangelium schauen. Im Denken der Masse schließt ein Wunder die Vorstellung eines unnatürlichen Geschehens ein. Im theologischen Sinn ist es eine Abweichung von den Naturgesetzen, wodurch Gott seine Macht offenbart. Was für die Kirche den Wert des Wunders ausmacht, ist genau seine übernatürliche Entstehung und die Unmöglichkeit, es zu erklären. Die Wissenschaft bewirkt in den Augen der Unwissenden jeden Tag Wunder. Wenn ein wirklich Toter durch göttliches Einschreiten ins Leben zurückgerufen würde, wäre das ein wahres Wunder.
weil es den Naturgesetzen zuwiderliefe. Aber wenn der Mensch nur dem Anschein nach tot wäre, wäre es für aufgeklärte Leute ein natürliches Phänomen, aber in den Augen Unwissender immer noch ein Wunder. Die Jahrhunderte der Unwissenheit waren reich an Wundern, weil alles, dessen Ursache unbekannt war, als übernatürlich galt. Mit dem Fortschritt der Wissenschaft verringert sich der Kreis der Wunder. Aber da noch nicht das ganze Feld der Natur erforscht wurde, bleibt noch ein ziemlich großer Teil für Wunderbares übrig. Von der Wissenschaft aus dem Gebiet der Stofflichkeit ausgeschlossen, hat sich das Wunderbare auf dem Gebiet der Spiritualität verschanzt, was seine letzte Zuflucht war. Der Spiritismus beweist, dass die Spiritualität eine der starken Kräfte der Natur ist, die im Wettbewerb mit der materiellen Kraft unaufhörlich wirkt. Ja. Unter der Überschrift der Spiritismus bewirkt keine Wunder, kann man sagen, der Spiritismus kommt, um Gesetze zu enthüllen und Phänomene zu erklären. Diese Phänomene hängen mit der Existenz von Geistwesen zusammen. Aber dies ist nichts Übernatürliches, denn Geistwesen sind nichts anderes als die Seelen, die den Körper überlebt haben. Die Existenz von Geistwesen ist also etwas Natürliches, genauso wie die Inkarnation. Geistwesen sind den Gesetzen unterworfen, die das geistige Prinzip bestimmen, ebenso wie Körper denen unterworfen sind, die das materielle Prinzip bestimmen. Da beide ständig aufeinander reagieren und aus ihrer gleichzeitigen Wirkung die Bewegung und Harmonie des Ganzen hervorgeht, ergibt sich, dass Spiritualität und Stofflichkeit die beiden Teile ein und desselben Ganzen sind. Beim Inkarnierten wirkt der Geist über den Peresprit, also seinen Geistkörper, auf seinen materiellen Körper. Das Geistwesen wirkt ebenfalls über seinen Peresprit, aber ohne einen materiellen Körper bedient es sich Medien. Ja, und damit komme ich zum letzten Punkt in diesem Teil. Vollbringt Gott Wunder? Was Wunder im eigentlichen Sinne angeht, kann Gott, dem nichts unmöglich ist, zweifellos welche vollbringen. Hat er es getan? Oder anders gesagt, handelt er den Gesetzen zuwider, die er aufgestellt hat? Zu Gottes souveränen Macht kommt die höchste Weisheit hinzu, woraus man folgern muss, dass er nichts Unnützes tut. Warum sollte Gott also Wunder bewirken? Um seine Macht zu beweisen, sagt man. Aber zeigt sich die Macht Gottes nicht auf eine ganz andere, ergreifendere Weise in dem grandiosen Ganzen der Schöpfungswerke, in der vorausschauenden Weisheit, die seine winzigsten wie seine größten Glieder der Schöpfung lenkt, und in der Harmonie der Gesetze, die das Universum regieren, anstatt in einigen kleinen und kindischen Kunststücken, die alle Taschenspieler nachahmen können? Der Spiritismus sagt Folgendes: Da Wunder zur Verherrlichung Gottes nicht nötig sind, weicht nichts im Universum von den allgemeinen Gesetzen ab. Gott wirkt keine Wunder, weil er aufgrund der Perfektion seiner Gesetze keine Ausnahmen braucht. Wenn es Dinge gibt, die wir nicht verstehen, liegt es daran, dass uns noch nicht die notwendigen Kenntnisse fehlen. Ja, zusammenfassend aus diesem ersten Teil, wir haben darüber gesprochen, was sind Wunder. Wir haben über spirituelle Gesetzmäßigkeiten gesprochen, die Rolle des Spiritismus, um diese aufzudecken, und Gott bewirkt keine Wunder. Ja, und damit vielleicht zur ersten Diskussionsrunde, liebe Freunde. Ja, ich denke mir mit den Wundern, weil ich denke mir, wenn man zum Beispiel vorstellt, vor
also wie diese Bücher geschrieben wurden zu Kartex-Zeiten. Und jetzt fliegen wir auf den Mond, wo jeder sagen würde, Wunder. Und ich denke, es ist einfach eine Entwicklung, die wir durchmachen. Und dann, wenn wir beispielsweise in 200 Jahren, was wir in 200 Jahren wären, würden wir jetzt sagen, Mann, das ist jetzt ein Wunder. Und ich denke, so sehe ich das. Gott gibt uns nur das, für was wir auch reif sind und wie unsere Entwicklung steht. So sehe ich das. Ja, Hanne, da kann ich mich nur anschließen. Das empfinde ich genauso. Und was mir dazu noch eingefallen ist, zu dem Thema, Gott braucht keine Wunder. Also er muss keine Wunder wirken, weil wenn du dir die Schöpfung anschaust oder allein schon anschaust, wie dein eigener Körper funktioniert, welche vielen kleinen Teile da zusammenwirken müssen, damit wir atmen können, damit wir essen können, dass unser Herz schlägt. Ich finde das so unglaublich wunderbar. Ja, also für mich sagt das alles. Brauche ich keine zusätzlichen Wunder. Also ich denke auch, dass sowas wie die Mondlandung vor 100 Jahren wahrscheinlich als völliges Wunder angesehen worden wäre, wenn das irgendwann funktioniert. Aber in dem Moment, wo man jetzt, also meinetwegen, man würde jetzt einen treffen, der vor 100 Jahren gelebt hat und würde das dem sagen und er könnte es nicht glauben. Ich denke, in dem Moment, wo man ihm Stück für Stück erklärt, wie die Menschen das gemacht haben, mit welchen Geräten und wie die funktionieren und so, ich denke, dann würde er sich es wieder vorstellen können und wird es nicht wie für ein Wunder halten. Und ich denke mal, mit allen anderen Phänomenen ist es dasselbe. Also sei es irgendwelche Wunder, die in den Evangelien berichtet werden oder andere Wunder. Ja, wenn man die Dinge erklären kann, dann sind es plötzlich keine Wunder mehr. Allerdings glaube ich, dass eben ja, wir da die Bereitschaft brauchen, ein paar neue Erkenntnisse sozusagen ja, anzuerkennen, die jetzt im Moment eben in den Schulen und auch in den Kirchen noch nicht gelehrt werden, über bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die es eben gibt. Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Alleine, dass wir uns hier online treffen können, das wäre vor 100 Jahren ja auch ein Wunder gewesen, denke ich. Und da fällt mir ein, Lord Kelvin hat, ich glaube, es war Ende des 18. Jahrhunderts, hat gesagt, wir sind eigentlich soweit, er war ein Wissenschaftler, wir sind eigentlich so weit, dass wir eigentlich alle Gesetzmäßigkeiten kennen, hat er gesagt, bis auf so ein paar Dunstwolken, die es noch gibt. Naja, und kurz danach kam dann die Quantenphysik auf, die dann wieder alles neu durcheinander gebracht hat. Man hat oft das Gefühl, und ich glaube, der Wissenschaft geht es da wie allen anderen, dass man sich kaum vorstellen kann, dass es da noch so viele Dinge gibt, die man nicht kennt. Und ich glaube, genau diese spirituellen Gesetzmäßigkeiten, da beginnt man jetzt erst langsam. Aber genau damit geht es jetzt auch weiter, denn wir reden jetzt über das Thema die Fluide. So, die Fluide, ja, die Fluide muss man, sag ich mal, oder die Grundzüge zum Thema Fluide muss man kennen und verstehen, um diese spirituellen Gesetzmäßigkeiten und diese Phänomene auch erklären zu können. Also, und es beginnt mit Natur und Eigenschaften von Fluiden. Die Wissenschaft hat den Schlüssel zu Wundern geliefert, die aus dem stofflichen, also dem materiellen Element hervorgeht, indem sie erklärt und anhand der Gesetze, die die Materie regeln, ihre Unmöglichkeit bewiesen hat. Erscheinungen, in denen geistige Elemente eine entscheidende Rolle gespielt haben, entziehen sich bisher den Forschungen der Wissenschaft. Der Schlüssel zu den Wundern dieser Kategorie liegt in den Gesetzen, die das geistige Leben regeln. Das universelle kosmische Fluidum ist der elementare Urstoff,
dessen Abwandlungen und Umwandlungen die unendliche Vielfalt der Naturstoffe bildet. Als universeller Grundstoff bietet es zwei Unterschiede. Man kann auch sagen, dieser universelle Grundstoff ist so eine Art Grundbaustein unterhalb des Atoms, auf dem wir uns hier bewegen und im Moment also so klein, dass wir noch nicht ganz dort sind, wissenschaftlich. Es gibt diesen Grundstoff in den zwei unterschiedlichen Zuständen. Einmal im Zustand der Ätherisierung, und das sind Phänomene der unsichtbaren Welt, also unwägbar, geistige Phänomene, die enger mit der Existenz der Geistwesen in Verbindung stehen. Ja, und dann der Zustand der Materialisierung, Phänomene der sichtbaren Welt, also die materiellen Erscheinungen aus dem Bereich der klassischen Wissenschaft, wie wir sie heute kennen. Das geistige und das körperliche Leben stehen in ständiger Verbindung. Daher zeigen sich Phänomene beider Ordnungen oft gleichzeitig. Als Inkarnierter kann der Mensch nur die geistigen Phänomene wahrnehmen, die mit dem körperlichen Leben verbunden sind. Phänomene, die ausschließlich aus dem geistigen Leben stammen, entgehen den materiellen Sinnen und können nur im Zustand eines Geistwesens wahrgenommen werden. Ja, und damit kommen wir zu der Bildung und den Eigenschaften des Peresprits. Der Peresprit ist sozusagen die feinstoffliche Hülle unserer Seele, unseres Geistes. Und ja, man sagt auch der fluidische Körper, weil er besteht aus diesem Ätherfluidum. Der Peresprit oder fluidische Körper der Geistwesen ist eines der wichtigsten Produkte des kosmischen Fluidums. Auch der fleischliche Körper hat seinen Ursprung in eben diesem Fluidum. Der Peresprit behält allerdings seine Unwägbarkeit und seine ätherischen Eigenschaften. Und vielleicht darf ich das noch ergänzen. Ein Rupert Sheldrake würde sagen, wir reden hier über ein morphogenes Feld oder morphologisches Feld. Die Beschaffenheit der fluidischen Hülle hängt immer mit der moralischen Entwicklungsstufe der Geistwesen zusammen. Sie ist sehr grob bei erdgebundenen Geistern oder extrem fein bei Geistern, die die höchsten Welten bewohnen. Die innere Beschaffenheit des Peresprits ist nicht bei allen inkarnierten oder nicht inkarnierten Geistwesen, die die Erde oder den sie umgebenden Raum bevölkern, gleich. Auch die Hülle des Peresprits verändert sich mit ihrem moralischen Fortschritt bei jeder Inkarnation. Ja, und dann kommen wir auf die Einwirkung der Geistwesen auf genau diese Fluide. Geistige Fluide, die einen der Zustände des universellen Fluidums, des universellen kosmischen Fluidums ausmachen, sind genau genommen die Atmosphäre der geistigen Welt. Dies ist das Milieu, in dem sich die besonderen Phänomene ereignen. Die Geistwesen wirken auf diese geistigen Fluide mit Hilfe der Gedanken und des Willens. Der Gedanke und der Wille sind für die Geistwesen das, was die Hand für die Menschen ist. Durch den Gedanken geben sie diesen Fluiden diese oder jene Richtung. Sie drängen sie zusammen, kombinieren oder zerstreuen sie, formen daraus Komplexe mit Aussehen und Form und bestimmter Farbe und ändern ihre Eigenschaften, indem sie sie nach bestimmten Gesetzen zusammensetzen. Dies kann bewusst oder auch unbewusst passieren. Ein Geistwesen präsentiert sich einem Medium zum Beispiel mit dem Aussehen, das es zu Lebzeiten hatte, als es ihn kannte. Oder ein Geistwesen erzeugt fluidisch Gegenstände Kraft seiner Gedanken. Ja, die Fluide sind Träger des Gedankens, so wie die Luft Träger des Tons ist. Und da der Gedanke fluidische Bilder erschafft, spiegelt er sich in der Hülle des Peresprits wie in einem Spiegel. Auf diese Weise schlagen sich die geheimsten Regungen der Seele in der fluidischen Hülle nieder. Und eine Seele kann in einer anderen lesen wie in einem Buch und sehen,
was für die Augen des Körpers nicht wahrnehmbar ist. Ja, und damit bin ich am Ende des zweiten Teils. Wir haben also über dieses universelle Fluidum gesprochen, über den Zustand der Ätherisierung und der Materialisierung, dann den Peresprit und die Beeinflussung durch den Gedanken und den Willen. Und damit darf ich euch wieder einladen zur zweiten Runde unserer Diskussion. Ich glaube, da wäre jedes Einzelne könnte man diskutieren. Über jedes Einzelne mit den Gedanken, weil ich meine, die Erdnahen wird ja auch dann beeinflusst. Wir haben Gedanken, wir ziehen sie an. Aber am meisten fasziniert mich ja immer noch, wenn man jetzt zum Beispiel ich als Mensch, wenn ich jetzt richtig stocksauer bin, da kann ich einen anlächeln und kann dann denken, mei, so ein Trottel. Und aber der sieht es nicht. Aber in der geistigen Welt geht es dann nicht. Also, und das ist dann, und ich denke mir einfach auch, man muss auch dann auf seine eigenen Gedanken auch immer achten, was zieht man an. Und finde ich ja, ich denke, wir werden das alle früh genug noch erleben, wenn wir mal Geistwesen sind, wir unsere Hülle abgelegt haben. Okay. Ja, ich empfinde das auch als eine der allerschwierigsten Anforderungen, seine Gedanken, die tagtäglich so einem begegnen, die man so schnell mal dahin denkt, zu kontrollieren und in ihnen eine positive Richtung zu geben, weil wir ja wissen, was das für Auswirkungen hat. Das finde ich, muss ich sagen, sehr, sehr schwierig. Ja, eine tägliche Herausforderung. Das stimmt. Ich denke, über was wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, das war das Phänomen der Medialität. Also, dass es eben manche Leute gibt, die diese feinstoffliche Materie eben schon sehen können, auch wenn die unsichtbar ist für die meisten. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, weil durch diese Menschen, die eben doch was sehen, die zum Beispiel an einem Grabstein irgendwie den Verstorbenen stehen sehen und so weiter, über die Menschen wissen wir überhaupt von diesen Phänomenen. Dadurch wissen wir auch, dass bestimmte Sachen keine Wunder sind, sondern ja, sie sind einfach so. Es sind Geschehnisse in der feinstofflichen Welt. Die meisten können es nicht sehen, aber manche eben doch. Und damit ist es dann kein Wunder, sondern ist es halt so, wie es ist. Aber dadurch, dass das Wissen über diese medialen Phänomene so wenig bekannt ist, können die meisten damit nichts anfangen, weil sie können es nicht verbinden mit irgendwas, was sie irgendwann schon mal gelernt haben. Auf der anderen Seite, wenn sie selber dann mit so einem Phänomen konfrontiert werden, dann ist es ein Schock, oft für sie, und sie haben keine Ansprechpartner. Wenn sie es irgendwelchen Leuten erzählen, dann werden sie für verrückt erklärt oder haben zumindest Angst, dass es so ist und stehen ja in einer ziemlich unangenehmen Situation dann. Ja, ich denke, ein guter Punkt. Ich denke auch, die Medien sind sogar sozusagen die Botschafter zwischen den beiden Welten. Und das ist wunderbar. Und sie zeigen uns eigentlich auch, wir sind alle Geistwesen, auch wir Inkarnierten, auch wenn wir vorübergehend dieses nicht spüren können, die geistige Welt. Und ich finde dieses Spannende, dass wir als Geist mit unseren Gedanken, mit unserem Willen Dinge entstehen lassen können, Dinge formen können, ist eigentlich was Wunderbares, was Fantastisches. Das Problem ist, wie wir vorhin nur gesagt haben, in dem Moment, wo wir unbewusst irgendwas denken, vor allen Dingen auch irgendwas mit Groll und so weiter, entstehen halt auch unbewusst diese Bilder und dann auch diese, sag ich mal, eher negativen, sehr interessant. Und ich denke, je mehr man das weiß, desto mehr Verantwortung gibt einem das auch noch.
finde es auch immer interessant bei so mediumnistischen Sitzungen, wenn man dann da einen Geist hat und dann, dass wir auch dann von denen seine Fehler lernen können. Wenn der sagt, er hat jetzt das und das gemacht und dann sich da auch so konzentriert hat, da weil man dann sagt, okay, dann weiß ich wenigstens, wie ich mich verbessern kann. Und deswegen ist auch eine Medialität ganz gut, dass man sich, weil wir sind ja auch auf dem moralischen Weg, dass wir uns bei jeder Inkarnation verbessern können. Mhm. Ja, genau, ein sehr guter Punkt. Und ich denke auch eine gute Überleitung jetzt zum nächsten Thema, denn es geht jetzt weiter mit dem Thema Erklärungen einiger Phänomene, die für übernatürlich gehalten werden. Und das erste dieser Themen, wir wollen heute auf 2 eingehen. Das erste ist das Thema spirituelles oder geistiges Sehen oder Hellsehen. Das heißt, jemand, der in die geistige Welt schauen kann, wenn man so will, oder der die spirituelle oder die geistige Sicht hat. Der Peresprit, also die Geisthülle, ist die Verbindung zwischen dem körperlichen und dem geistigen Leben. Durch ihn steht das inkarnierte Geistwesen in ständiger Verbindung mit den nicht inkarnierten Geistwesen. Durch ihn vollziehen sich die besonderen Phänomene, die ihre erste Ursache nicht in der greifbaren Materie haben und aus diesem Grunde übernatürlich zu sein scheinen. In der Eigenschaft und der Wirkung des perispiritalen Fluidums muss man nach der Ursache für geistiges Sehen suchen. Der Perisprit ist quasi das Empfindungsorgan des Geistes. Mit seiner Hilfe nimmt das inkarnierte Geistwesen geistige Dinge wahr. Durch den geistigen Sinn werden die Wahrnehmungen erweitert. Das Geistwesen sieht, hört und fühlt mit seinem ganzen Wesen, was im Bereich der fluidischen Strahlung seines Perisprits liegt. Und gerade die Medien sind halt die dieses geistige Sehen, diesen geistigen Sinn haben. Geistiges Sehen ist bei inkarnierten Geistwesen zwangsläufig unzulänglich und unvollkommen und folglich Täuschungen unterworfen. Entsprechend dem Grad seiner Entwicklung, den Umständen und dem ethisch-moralischen Bewusstsein des Individuums kann geistiges Sehen entweder die Wahrnehmung bestimmter materieller, realer Erscheinungen vermitteln oder die Wahrnehmung ebenso realer Dinge der geistigen Welt wie die Sicht von Geistwesen oder aber fantastische, von der Vorstellung geschaffene Bilder, analog zu den fluidischen Schöpfungen des Gedankens. Soweit zum geistigen Sehen. Und dann komme ich zu dem Thema Heilungen. Das universelle Fluidum ist das ursprüngliche Element des fleischlichen Körpers und auch des Perisprits, die nur Umwandlungen davon sind. Durch die Gleichheit seiner Beschaffenheit kann dieses Fluidum, das im Perisprit kondensiert ist, dem Körper stärkende Substanzen zuführen. Die Heilung vollzieht sich durch das Ersetzen eines ungesunden Moleküls durch ein gesundes Molekül. Die Heilkraft wirkt aufgrund der Reinheit der übertragenen Substanz. Sie hängt noch von der Energie des Willens ab, die eine noch ausgiebigere fluidische Abgabe bewirkt und dem Fluidum eine größere Durchschlagskraft gibt. Und schließlich von den Absichten, die den beseelen, der gesund werden will, sei es nun der Mensch oder der Geist. Ja, wir haben also über die Phänomene gesprochen, geistiges Sehen und über die Phänomene Heilung. Es gibt sicher noch viele andere, aber aus Zeitgründen sind wir nur bei diesen beiden und ich lade euch wieder ein, darüber zu diskutieren mit mir. Also ich bin jetzt mal bei der Heilung. Es heißt ja auch dann, ich denke mir einfach auch so, der Glaube, der spielt dann viel
viel mit. Und ich glaube, wenn man dann da überzeugt ist, auch mit der Heilung, dass man dann da auch gewisse Geistwesen auch mit anlocken kann, wenn man das möchte, die einen helfen. Gut, bei manchen Sachen ist es so, dass du die einfach durchleben musst, manche Krankheiten. Ja, genau. Hier geht es ja jetzt genau darum, dass wir sagen, die Heilungen sind keine Wunder, sondern im Grunde sind es Geistwesen, die ihre Fluide von ihrem Perisprit bereitstellen und dadurch bei dem Kranken diese austauschen gegen Gesunde. Und ja, wir haben auch verstanden, wenn der Empfänger, wenn der also jetzt extrem skeptisch ist, dann baut er quasi so eine Art fluidische Wand auf und dann kommen diese Heilfluida gar nicht an ihn ran. In dem Moment, wo er aber offen ist und glaubt und positiv ist, lässt er das wieder zu, baut also keine Schutzschicht auf. Und wir Spiritisten nutzen dieses Phänomen ja auch bei der Handauflegung, Genau. Wo wir selber Fluida geben, wo wir aber auch wissen, dass die Geistwesen uns quasi als Medium nutzen, als Kanal. Ja, das Genau. wollte ich auch gerade erzählen. Also, dass ich das bei der Handauflegung sogar am eigenen Leib eben spüren kann. Also, wenn ich offen dafür bin, wenn ich positiv mich dem öffne, was mir geschenkt werden kann, dann finde ich, kann man das ganz deutlich spüren, wie schön und wie angenehm und wie heilsam das ist. Also, ich muss sagen, mich stärkt das immer sehr, die Handauflegung. Ja, ich kann danach immer auch sehr, sehr gut schlafen. Das ist dann, wenn ich die Hand auflege. Und ich merke auch dann die Stellen dann, wo ich dann die Fluide dann gespendet bekomme, das merke ich dann extrem. Ich denke, dass verschiedene Mechanismen da bei der Heilung mitwirken. Und also ich habe ein Buch mal gelesen von einer Autorin, Anita Moorjani, die war sehr, sehr schwer an Krebs erkrankt und war von den Ärzten aufgegeben worden schon und hatte dann ein Nahtoderlebnis und war danach geheilt. Und sie erklärt sich das so, dass sie während dieses Nahtoderlebnisses die Erkenntnis hatte, dass sie ihre Krankheit jetzt nicht mehr braucht. Und es wurde ja auch gesagt, du brauchst es jetzt nicht mehr, du wirst zurückkehren, wirst gesund sein. Das heißt, sie wusste das dann, als sie zurückgekehrt ist. Die Ärzte haben sie natürlich haben es ihr nicht geglaubt und haben sie noch wochenlang da im Krankenhaus behalten, aber sie haben eben mit ihren Messmethoden und Geräten festgestellt, da ist nichts mehr. Das ist sogar, also das ist zum Beispiel ein nach medizinischen Maßstäben ein eindeutiges Wunder, und zwar ein hervorragend dokumentiertes, weil da die Ärzte sowohl vorher als auch nachher irgendwie sehr gut untersucht haben und dokumentiert haben. Medizinisch nicht erklärbar, aber letztlich geistig, spirituell schon erklärbar. Und das finde ich ja eine sehr, sehr interessante Sache, weil die Krankheit ja eine gewisse Funktion hatte und die dann nicht mehr vonnöten war, sozusagen. Schönes Beispiel, ja. Ja, denke ich auch. Und wir haben ja gehört vorher, technisch ist es am Ende der Austausch von Krankenfluida durch Gesunde, ob die jetzt in diesem Fall von ihrem eigenen Perisprit kam oder vielleicht noch durch andere Geistwesen unterstützt, entzieht sich uns, aber ist zumindest sehr interessant. Und ja, als Überleitung dann zu dem Thema Wunder der Evangelien, wenn wir in unserer spiritistischen Praxis Handauflegung geben, dann gibt es keine Spontanheilungen, sondern es sind, sage ich mal, unterstützende Maßnahmen, die langfristig wirken vielleicht. Aber wenn wir weitergehen und schauen, ja, ins Evangelium, dann haben wir hier automatisch die überlegene Natur Jesu als großen Spieler oder, wenn man so will, als Heiler. Denn die im Evangelium berichteten Geschehen, die bis jetzt als Wunder angesehen wurden,
gehören auch zum größten Teil zur Ordnung der geistigen Phänomene und beruhen auf den Eigenschaften des perispiritalen Fluidums. Man muss im Wesen Jesu jemanden der höchsten Ordnung erkennen und zugeben, dass er durch seine Tugenden weit über der irdischen Menschheit steht. Wenn wegen der unermesslichen Erfolge, die sie erzielte, konnte seine Inkarnation in dieser Welt nur eine dieser Missionen sein, die nur den direkten Boten Gottes zur Ausführung seiner Vorhaben anvertraut werden. Jesus' überlegene Natur dem Menschen gegenüber lag nicht in der besonderen Qualitäten seines Körpers, sondern in denen seines Geistes, der die Materie absolut beherrschte, sowie in der Qualität seines Peresprits, der aus dem überfeinsten Teil der irdischen Fluide geformt sind. Ja, und damit lässt sich auch erklären, dass Jesus diese spontanen Heilungen machen konnte, im Grunde durch Ausnutzen seiner geistigen Fähigkeit, durch Ausnutzen seines perispiritalen Fluidums, ja, und damit auch spontan. Und wir wissen von vielen, vielen Heilungen, über die das Evangelium berichtet. Wir wissen auch von vielen Stellen, wo Jesus hell sieht. Und auch das Phänomen wurde erklärt. Und dort werden noch viele andere Phänomene, über viele andere Phänomene wird im Evangelium berichtet, auf die wir hier nicht weiter eingehen können. Aber ich kann Ihnen allen das Buch Die Genesis ans Herz legen, denn dort werden auch die anderen Phänomene, die meisten zumindest, erklärt. Ja, und damit komme ich eigentlich zum Resümee des heutigen Themas. Wir können eigentlich sagen, die Wissenschaft fokussierte sich bisher auf die Materie. Spirituelle Gesetzmäßigkeiten wurden bisher nicht erkannt. Und die Spiritualität und die Stofflichkeit sind aber die beiden Teile ein und desselben Ganzen. Ja, mit dem Verständnis der spirituellen Gesetze lassen sich vermeintliche Wunder als natürliche Phänomene erklären. Ja, und wenn es Dinge gibt, die wir noch nicht verstehen, dann liegt es daran, dass uns noch die notwendigen Kenntnisse fehlen. Jedenfalls gibt es keine Wunder und wir haben ja auch gesehen, Gott braucht keine Wunder. Ja, und damit bin ich am Ende von dem Vortrag und ich lade nochmal zur letzten kurzen Diskussionsrunde ein, bevor wir dann zum Abschlussgebet kommen. Also ich fand das sehr, sehr interessant, sehr informativ und auch ziemlich komplex. Also ich glaube, auch wenn das jetzt einer sich jetzt nicht so spirituell befasst hat, aus was besteht ein Mensch, dass wir das universelle Fluide haben und so, ich glaube, der tut sich sehr, 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 sehr schwer. Ja, das Also glaube ich auch. Mir war es ein bisschen unkonkret jetzt, was die Wunder des Evangeliums angeht. Da finde ich schon interessant, wenn man mal auch konkrete Wunder da rausgreift und guckt, was war denn da jetzt sozusagen das Wunder oder warum war es vielleicht doch kein Wunder. Also zum Beispiel kann ich mich erinnern, ich habe mal ein Buch gelesen von einem, der hatte ein Nahtoderlebnis, Daniel Brinkley, und hat danach ganz komische Dinge festgestellt, nämlich wenn er wildfremde Leute berührt, dann sieht er plötzlich Szenen aus deren Leben, die sich vor ihm abspielen. Und er hat sich dann irgendwann auch mal getraut, sozusagen die darauf anzusprechen und ihnen das zu sagen. Und die haben das erstens bestätigt, was er gesagt hat, und waren zweitens natürlich auch sehr erschrocken und so weiter. Und im Evangelium gibt es auch so eine Geschichte, wo Jesus irgendeine Frau trifft, glaube ich, und da wird im Prinzip auch sowas geschildert. Früher habe ich das immer für ein Wunder gehalten, dass er die Frau, obwohl er sie gar nicht kennt, dass er plötzlich Dinge über sie erzählen kann, die er gar nicht wissen kann. Aber da habe ich mir gedacht, na gut, vielleicht war das genau auch dieses Phänomen, vielleicht war es auch was anderes, aber es ist auf jeden Fall was sich da
was sich da deckt. Ja, was im Grunde bedeuten würde, dass dieser Mensch, von dem du berichtest mit der Nahtoderfahrung, dass er im Grunde jetzt Zugriff hatte auf seine geistigen oder perispirituellen Sinne und dort dann lesen konnte in dem Perisprit von diesem anderen Menschen. Und ja, ich denke, wenn wir mal die Chance haben auf einen Teil 2, dann sollten wir vielleicht einzelne Wunder herausnehmen und die dann analysieren. Ich denke, dazu brauchen wir dann wieder vielleicht eine Dreiviertelstunde. Ja, klar, das dauert natürlich. Aber ich denke immer, wenn es konkret wird, wird es natürlich auch interessant. Das stimmt, ja. Ich denke mir, wir haben ja auch dann schon viel gehört, weil wir Spiritisten sind eine Gruppe, aber es gibt auch viele andere Gruppen, die nennen sich anders, aber im Grunde genommen ist eigentlich alles dasselbe, bloß halt unter verschiedenen Namen. Und ich denke, wenn jetzt wir spiritueller sind, ist es vielleicht auch so, dass wir in 200 Jahren manche Sachen schon als ganz normal ansehen, weil einfach wir uns mehr weiterentwickelt haben. Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Und das sehe ich genauso. Ich denke, Wahrheiten werden sich früher oder später durchsetzen. Die Erkenntnis wächst. Und mein Gefühl ist auch, wir stehen wissenschaftlich an einer Schwelle, wo wir beginnen, so langsam auch in diese geistige Welt hineinzukommen und Dinge zu erkennen und Dinge auch vielleicht messen zu können, erforschen zu können. Es gibt so viele Institute weltweit, die über Bewusstsein forschen und so weiter. Also ich bin sicher, es ist nur eine Frage der Zeit und es wird nicht mehr so lange dauern, bis wir da mehr Erkenntnisse haben. Ja, und damit würde ich sagen, ich lade euch ein zum Abschlussgebet. So, wenn ihr mögt, dann schließt die Augen. Und wir erheben unsere Gedanken zu unseren spirituellen Mentoren und Freunden und verbinden uns mit ihnen. Sagen Danke für die Unterstützung, für die Intuition. Und wir verbinden uns mit den hohen Geistern und Jesus und bedanken uns für ihre Liebe, für die Freundschaft und für diese immerwährende Energie, uns zu unterstützen und uns zu helfen, damit wir uns weiterentwickeln können. Und bedanken wir uns bei Gott für seine bedingungslose Liebe. Wir wissen, wir brauchen keine Angst haben. Gott ist bei uns und wir werden nur Dinge erfahren, die wir brauchen zum Leben, zum Lernen, zum Weiterwachsen. Wir können ganz beruhigt bleiben. Wir sind unsterbliche Wesen, die hier auf Erden Erfahrung sammeln und uns entwickeln. Damit bitten wir dich, lieber Gott, um deinen Segen, heute und ewig. Amen. Ja, und damit darf ich mich verabschieden von euch. Vielen Dank und auch von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.